right, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really long trunks, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Wenn Sie die Hoheit über die Worte haben, dann ist man selber gar nicht mehr in der Lage, sich so auszudrücken, dass alle darunter das Gleiche verstehen. Also das vermisse ich ja im deutschen Fernsehen, so Moderatoren, die wirklich mit dem Herz dabei sind. Wir Wessis wurden eingelullt, ja, in diesem Glauben einer freien Demokratie, alles nachprüfbar und so. Pustekuchen. Habe ich mir gedacht, Mist, also ich kann hier nicht so passiv rumliegen und nichts tun, sondern ich muss aktiv werden. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Da, wo Journalismus den Mund hält, beginnen alternative Medien, den Mund aufzumachen. Und ich erinnere mich an einen Aufkleber in der Münchner S-Bahn, wo Nuviso drauf stand. Und dann dachte ich mir, oh cool, ich bin nicht der Einzige. Ach ja, das ist ein Portal, wo man Informationen kriegt, die man im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht bekommt. Gute Reportagen, guten Journalismus, vor allen Dingen auch mit Menschen, die ja vorher bei den öffentlich-rechtlichen waren. Sowohl die Cutter als auch die Moderatoren zum Teil. Ja, einfach mal reinschauen und ich glaube, es ist für jeden was dabei. Ja, bei Nuviso fällt mir ein, A, dass es ein alternatives Medium ist und B, dass man dort sich wirklich die Mühe gibt, unterschiedlichste Meinungen sich anzuhören und darüber halt zu sprechen. Ganz offen, ohne irgendwelchen großen Druck dahinter. Ja, das ist im Gegensatz zu dem, was wir in unseren Qualitätsmedien so haben, ein deutlicher Unterschied. Die Elbe in Dresden ist immer ein Besuchermagnet, tausende Touristen. Ja, das war jetzt ein kleiner Mix aus einem kleinen Querschnitt von ganz, ganz früher, wo Sie gerade gesagt haben, das bin ich. Wie geht's Ihnen, wenn Sie sich nach so langer Zeit mal wieder sehen? Beim MDR war ich über 20 Jahre, ich glaube insgesamt 23, wenn man das Volontariat mitzählt. Ich habe die verschiedensten Sendungen gemacht. Ich bin als Reporter durch die ganze Welt gereist. Ich war auf dem Kilimanjaro, ich war am Mount Everest, ich bin den New York City Marathon gelaufen, das alles mit Kamera.
Habe da also Reportagen gedreht, aber mein Hauptschwerpunkt war dann die Sendung MDR um 4, das Nachmittagsprogramm, 2 Stunden live. Das habe ich 18 Jahre lang moderiert. Das hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Also Journalistik ist mein Traum. Nur wenn die Menschen nicht stimmen, mit denen man zusammenarbeitet, und das war dort der Fall in dieser Redaktion, dann gibt es nur wenig Möglichkeiten. Entweder man verändert sich, man verbiegt sich oder man geht. Und ich habe mich, nachdem ich mich mehrmals verbogen habe, dann entschlossen, ich muss dort weg, sonst wäre ich noch krank. Ich habe 2015 mitbekommen, dass nicht so richtig sauber und ordentlich berichtet wird. Auch in diesem Nachmittagsmagazin nicht, was ja eigentlich eher Unterhaltungscharakter hatte. Und jetzt bin ich froh, dass ich das nicht mehr habe, sondern mit Menschen zusammenarbeite, die mich so lassen, wie ich bin und mir vertrauen, mach mal. Und dann mache ich eben. Das hier ist einer meiner Lieblingsplätze. Vor allen Dingen diese Verwurzelung der Bäume. Das zeigt ja, dass die Bäume zusammenhalten und sich gegenseitig stützen. Und ich habe auch das Gefühl, hier wohnt vielleicht ein Wassergeist. Ich glaube, seit 2018. Ich habe ja ein Buch geschrieben, die traut sich was. Und da habe ich meine Lebensgeschichte reingeschrieben, meine berufliche vor allen Dingen beim MDR, was ich alles so gemacht habe und warum ich es nicht mehr tue seit 2016. Und das hat ganz schön viel Staub aufgewirbelt. Ja, und Frank Höfer hat mit mir ein Interview gemacht bei Nuoviso. Und nach dem Interview haben viele Zuschauer gesagt, Mensch, Katrin wäre doch eine ganz gute Moderatorin fürs Programm, was ja sehr männerlastig ist. Ja, und so kam das, dass ich mitgemacht habe. Katrin Huss hat in unser Team einen Hauch von journalistischer großer Erfahrung mit reingebracht. Die war so viele Jahre im Fernsehen und damit natürlich dann auch hat Nuoviso auf eine andere Ebene gehoben, auch von der Wahrnehmung her, weil sie auch doch ein großes Stammpublikum hatte. Und das war natürlich ein großer Gewinn für das Team. Und sie hat aber auch eine gewisse Spiritualität mit reingebracht, weil sie in ihrer Arbeit natürlich auch immer das große Bild sieht. Ja. Hallo Leute, willkommen hier wieder bei einer Runde mit Hunden. Willkommen zu Gassi TV. Ich bin wieder unterwegs bei schönem Oktoberwetter. Leider nicht so sonnig, aber die Farben sind trotzdem schön. Die Jungs von Nuoviso hatte ich zum ersten Mal auf dem Schirm, irgendwann auch relativ früh mit Unter falscher Flagge. Den Film habe ich dann irgendwann bei YouTube gefunden und ich erinnere mich an einen Aufkleber in der Münchner S-Bahn, wo Nuoviso drauf stand. Und dann dachte ich mir, oh cool, ich bin nicht der Einzige. Und es war, glaube ich, 2008, als ich dem Frank zum ersten Mal beim Regentreff im Bayerischen Wald begegnet bin. Und da haben wir schon gemerkt, okay, da ist sind sehr viele Schnittmengen da. Und das hat aber noch viele Jahre gedauert, bis dann wirklich mal eine Kooperation kam. Ich glaube, einer der ersten, der damit dazu gestoßen ist bei uns, war der Robert Stein, der seit 2014 die Sendung Steinzeit bei Nuoviso moderiert und mittlerweile ja auch Homeoffice und Tacheles und Achtung Buch und Gott und die Welt. Ja, hallo. Hallihallo. Oh Mann. Welcome. Herzlich willkommen. Robert ist da. Warum sollten diese Kreise diesen Krieg beenden jetzt? Nein, der Krieg wird noch lange weitergehen. Jetzt gerade eben die Erkenntnis, dass vielleicht eine der Kameras nicht wirklich ganz scharf war. Und es wird sich jetzt gleich zeigen, ob das Material von der Totalkamera brauchbar ist. Weil in der Hektik mit dem Aufbau immer alles selber machen, 3 Kameras aufbauen, 3-mal Licht aufstellen, die Vertonung, gucken, passt das alles, das Setup, den Raum vorbereiten. Oh Mann, und das ist dann immer so eine Sache. Schauen wir mal hier, dieses Bild von der Kamera.
Bild, Ton sieht gut aus. Willkommen in Schwurbelhausen, dort wo der Aluhut glüht. Also herzlich willkommen hier in der Zentrale des verschwurbelten Querdenkens. Ich finde es toll, dass ihr wieder mit dabei seid. Schon wieder 35 Millionen Zuschauer. Mein Weg ist über viele Stationen gelaufen, mit verschiedenen beruflichen Ausbildungen, mit verschiedenen Wegen und Umwegen auch. Die 12 Jahre Bundeswehr waren sicherlich prägend, auch die ganze Fliegerei und die Offiziersschule und so weiter. War wichtig zu erfahren, aber auch noch wichtiger, es hinter mir zu lassen, um zu wissen, das ist es bestimmt nicht. Hallo, ich bin Heike. Ich grüße alle Alternativmedien, Nuoviso, Exo-Magazin TV, Apollut, Kompakt, Auf 1. Super, dass es euch gibt, sonst könnten wir gar nicht alternative Meinungen haben. Wir brauchen das Gleichgewicht. Ist jetzt gerade Vollmond? Echt? Wow, das muss ich... Ja, es war bis zum 10. September 2001. Und dann, bis dahin war ich eigentlich, wie alle anderen auch, zwar kritisch und skeptisch gegenüber vielen Dingen, aber mit dem 11. September 2001 ist mein politisches Leben erwacht. Dann hat man so 11. September erlebt und dachte, jetzt kannst du das mal live sehen, was da passiert. 5 Wochen nachdem ich meine Ausbildung begonnen hatte, kam dieses Event und es hat mich halt nicht mehr losgelassen. Some people call you the elite. I call you my base. Zu Frank Höfer in einem Satz was zu sagen, das gelingt einfach nicht, weil da ist er zu vielschichtig und zu kreativ. Alles, was Nuoviso bedeutet, entstammt von ihm. Das ist sein Baby und er bringt immer wieder neuen kreativen Input in diese Sache rein. Der ist ja die Ruhe selbst. Das ist irre. Da kann alles zusammenbrechen und da kann der Sender 3-mal gelöscht werden. Der hat so einen gesunden Optimismus. Es geht immer weiter. Also meine ersten Filme habe ich, glaube ich, schon mit 14 Jahren gedreht, als ich das erste Mal eine Videokamera in die Hand bekommen habe, was damals ein Secondhand-Modell war, was mir mein Vater zur Jugendfeier geschenkt hat. Da dachte ich mir, geil, Videokamera. Genau. Auf welchem Gleis? 13. Alles klar. Gut, bis gleich. Ja, meine Leidenschaft für das Mediale und für das Schnitttechnische gipfelte dann in einer Bewerbung beim Mitteldeutschen Rundfunk. Und ich weiß nicht wie, ich habe es dann irgendwie geschafft, einer von den 3 zu sein, die dann in diesem Beruf ausgebildet wurden. Das habe ich dann von 2001 bis 2004 gemacht. Dafür bin ich dankbar, weil mir da wirklich viel vermittelt wurde, was so die Technik betrifft, was Schnitttechniken betrifft und natürlich auch was propagandistische Stilmittel betrifft. Das ist dort quasi ein Schulfach. Hab Tagesthemen geschnitten, Familientagesprogramm oder auch mal eine Doku eben für GEZ-Medien. Ja, und das hat mir wirklich meinen Horizont sehr, sehr erweitert.
Und das hat mich halt nicht mehr losgelassen. Anfangs einfach wegen der Gewaltigkeit der Bilder. Ich konnte das nicht wirklich zuordnen am Anfang. Und während meiner Ausbildungszeit habe ich mich dann aber schon im Internet kundig gemacht und festgestellt, irgendwas stimmt da nicht. Und spätestens mit dem Film Loose Change, der glaube ich im Jahr 2004 dann rauskam, waren meine Zweifel dann auch bestätigt und ich habe mich mehr oder weniger zum Trufer entwickelt. Ich habe dann angefangen, erstmal meine Erkenntnisse zum Thema 11. September mit den Redakteuren während meiner Arbeitszeit so anzusprechen. Ja, mal hier die eine Frage gestellt oder hast du schon gewusst oder auch mal Loose Change empfohlen. Und das war dann die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, dass ich da sprichwörtlich auf taube Ohren gestoßen bin. Mach das in deinem Privat, jetzt ist Arbeit, da gehört das nicht hin, ja, wurde mir gesagt. Und ich dachte mir, doch, genau da gehört's hin. Und das hat mich dann irgendwann mal so frustriert, das gipfelte darin, dass ich 2007 den Entschluss gefasst hatte, nachdem es eben dann YouTube gab, und ich wusste, hey, ich kann selber Leute erreichen, den Entschluss gefasst hatte, eine Dokumentation über den 11. September zu produzieren, so wie ich sie mir von meinem Arbeitgeber gewünscht hätte. Der hätte die sicherlich besser gemacht, als das, was mir dann letztlich möglich war mit den Mitteln, die ich hatte. Aber ich habe mit dem Film Unter falscher Flagge mein Debüt gehabt und das war sehr erfolgreich. Weit über 1 Million haben den in dem ersten Jahr im Internet gesehen. Und das war dann für mich der ausschlaggebende Punkt zu sagen, hey, das kannst du auch selber machen. Ja? Wenn du schon bei deinem Arbeitgeber da gegen eine Wand rennst, dann versuchst du das. Ja? Und ich habe mich dann eben für Nuoviso, für die Unabhängigkeit, für den Bürgerjournalismus entschieden. Das ist schon speziell. Ja, und selbst die Polizeihunde tragen Maske in Freiburg. Also sagen wir mal so, in Bezug auf Sachsen und in Bezug auf den Osten, was ich so höre, ist in Freiburg erbärmlich wenig los. Ganz erbärmlich wenig los. Aber für das, dass in Freiburg die Grünen irgendwie bei 50-60% zum Teil liegen in manchen Stadtteilen, also ich lebe im Stadtteil, da sind die Grünen über 60% bei der letzten Bundestagswahl. In Bezug dazu ist in Freiburg dann doch einiges los, aber es ist eher so ein bisschen wie im kleinen gallischen Dorf. Also ich war eigentlich vom Tag 1 hier den freiheitlich gesinnten Leuten da zugetan. Und ja, deshalb war ich eigentlich von Tag 1 an einer Demo beteiligt. Und ich habe mich mal eine Weile mit Foucault Biopolitik beschäftigt in meinem vorigen Leben. Und das hat mich dann eigentlich dazu gebracht, dass das, was da stattgefunden hat als neue Regierungsform, eben Biopolitik ist als Machtpraxis, die da installiert wurde. Und das war eigentlich von Tag 1 klar. Und wenn es um Machtpraktika geht, ist das eine der infamsten Machtpraktika, die es überhaupt gibt, biopolitische Zugriffe. 2013 war ich in Berlin. Da ging es Maidan-Putsch und als der Krieg 2014 losging und so, habe ich eine Friedensmenschenkette initiiert um den Bodensee, damals das erste Mal. Und da bin ich auch in Berlin gewesen, habe auf diesen Großdemos gespielt und da habe ich Nuoviso das erste Mal wahrgenommen. Und wenn mich nicht alles täuscht, gibt es da einen Typen, einen Journalisten, der ist 2014 schon in den Maidan gegangen und der hat über Nuoviso mit Nuoviso zusammen, glaube ich, einen Film gemacht. Wie hieß der? Genau. Das war für mich richtig der Knaller. Das waren 2 Filme und die habe ich ohne Probleme an Menschen schicken können, die quasi jetzt mit Verschwörungsmedien nichts anfangen konnten. Handwerklich absolut gut gemacht und das konnte man einfach auch ins linke Lager ganz gut rüberschicken. Das gucke ich doch fast jede Woche schaue ich mir Homeoffice an, 1 oder 2, kommt ja 2-mal, also 1 oder 2-mal schon. Ich habe auch schon mal euren Song Contest auch, Teil 1, Teil 2 mit Vergnügen angeguckt. Also Credits, ja. Double Like von Berthold. Fettes Double Hard Like von Berthold.
vor Angst gestorben ist auch tot. Also du musst eigentlich keine Angst haben, wenn du in Verbindung mit dir selber bist und dann merkst, wie das Leben dich trägt. Und je mehr du dich einlässt auf das Leben, desto mehr trägt dich das Leben. Und das versuche ich zu vermitteln, aber eben nicht so schwurbel oder so seicht, sondern schon ganz klar. Und da ist auch die Geometrie eine Hilfe, weil es dem Verstand nochmal eine Brücke baut, das zu sehen, wie alles miteinander zusammenhängt. Heilige Geometrie ist sowas wie die Hintergrundsprache hinter der Welt. Das ist so, du schaust dir das auf dem Bildschirm an, aber den Film kannst du nur schauen, weil es einen Bildschirm gibt, der eine bestimmte Auflösung hat. Und Natur kannst du anschauen, aber nur, weil es dahinter eben eine Matrix gibt, sagen wir mal. Und was sind die Gesetze der Matrix? So, Fibonacci-Reihe, goldener Schnitt. Und wer erschafft das eigentlich? Auf der ersten Etage sieht das alles zufällig aus. Und wenn du dann tiefer schaust, stellst du fest, nee, das ist nicht zufällig. Da gibt es Gesetze, die größer sind. Und dann guckst du eben, ja, wie kann ich in Einklang mit den Gesetzen leben? Was bringt mir das? Wie kann ich Freiheit erlangen? Oder was heißt Menschsein überhaupt? Ja, ist das, was wir hier sehen, ist das alles? Ist das normal? Oder wenn man das Gefühl hat, das ist nicht normal, was ist denn das Normale? Wo kann ich das ins Leben einbringen? Und solche Sachen. Und damit beschäftige ich mich jetzt seit 20 Jahren. Das hat irgendwie angefangen, ja, bei mir aber schon 93 oder 92. Am Anfang habe ich klassische Astronomie sozusagen unterrichtet und dann stellst du aber auch fest, du erzählst Dinge, die, sagen wir, in allen Astronomiebüchern drin stehen und hinterfragst die nicht. Du gibst sie dann einfach weiter. So, der Komet ist ein dreckiger Schneeball, der durchs All fliegt. Das steht in jedem Astronomiebuch drin, aber du hinterfragst es erstmal nicht. Und dann fängst du halt an, andere Theorien zu lesen und dann überlegst du, ist das wahr, könnte es anders sein? Und dann kommt man in eben andere Bereiche rein. Ich glaube, ich bin von Anfang an mit dabei. Der Robert Fleischer, der jetzt Exopolitik macht, der hatte mich mal zu einer Exopolitik-Konferenz eingeladen. Ich glaube, 2008 war das. Und da habe ich einen ersten Vortrag gemacht über Harmonik und Musik. Und ich kam hin und Frank rief mich an, ja, wir werden das filmen. Und ich, Film und Internet und Copyright. Und da war ich ganz, ganz skeptisch. Und der Film ist heute einer der bestgelaufenen, glaube ich, bei Exopolitik. Also der ist irgendwo, liegt der immer noch rum. Und wir sind bei 250.000, glaube ich, jetzt Zuschauer. Dann das nächste Station dürfte Epos Dei gewesen sein. Frank hat ja mehrere Filme gedreht. Und Epos Dei war eben das Gedicht Gottes, wo er verschiedene Wissenschaftler zusammengefasst hat mit ihren Ideen und Theorien, um zu zeigen, dass es etwas Größeres gibt. Und da passte die Geometrie sehr gut rein. Wenn Sie die Hoheit über die Worte haben, dann ist man selber gar nicht mehr in der Lage, sich so auszudrücken, dass alle darunter das Gleiche verstehen. Es wird einem ganz viel genommen durch die Klarheit der Sprache. Und ich muss immer an Orwell denken, an 1984 und Krieg ist Frieden und Freiheit ist Sklaverei und so weiter. Es ist wahrscheinlich auch nur ein Zufall, dass Orwell gerade an den ersten Universitäten zensiert wird. Ja, alles schon da. Ich bin zu Nuoviso gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Also ich kannte Nuoviso und habe das auch einige Jahre vorher schon angeschaut, immer mal. Aber ich wurde dann eingeladen, weil ich ein Video gemacht hatte zu dem Brandanschlag
auf Professor Werner Patzels Auto in Dresden. Dann habe ich mich eben ziemlich aufgeregt über die sogenannte Neue Linke und die Antifa. Und grundsätzlich hatte ich dann einiges zu sagen zur Situation in der Welt und zur Friedenspolitik. Und das ging viral und da hat man mich eingeladen zusammen mit Professor Patzelt. Und scheinbar fanden das die Zuschauer nicht ganz dämlich. Dann einige haben auch gesagt, die kann mal öfter kommen. Und dann hat Frank gefragt, kannst du dir das vorstellen? Ich habe gesagt, ja, gerne. Und habe es auch nicht bereut. Das ist ein duftes Team. Das war schon immer da. Also da war ich vielleicht 15, auf jeden Fall ein Teenager. Da habe ich mich schon ziemlich politisch interessiert, weil meine Familie einfach auch immer politisch Gespräche geführt hat. Und ich habe mich ziemlich zeitig engagiert, politisch, für den inneren und äußeren Frieden einer Gesellschaft. Vor allem hier in Sachsen war das Thema Rechtsradikalismus in den 90er Jahren echt mal ein Thema. Und da habe ich mich engagiert. Bis ich ungefähr 20 war, dachte ich auch, dass in unserem Staatswesen alles ganz wunderbar läuft und dass die EU ein großer Segen ist und dass wir im besten denkbaren Land der Welt leben. Und dann wird man ein bisschen reifer, ein bisschen erwachsener und liest ein bisschen mehr und versteht ein bisschen mehr. Und dann habe ich gefunden, dass doch nicht alles so wunderbar läuft in unserer Demokratie. Das ist eine ganz schöne Akrobatik im Kopf. Also das ist wirklich krass. Und als ich die ersten Male so mit solchen Vokabeln belegt wurde, da war das für mich auch das hat sich vollkommen absurd angefühlt. Also völkisch und antisemitisch und neu rechts oder rechtsoffen. Also mittlerweile lächeln wir ja da alle rüber und wissen ja auch, dass das überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Aber am Anfang war das schon krass. Und ich habe auch am Anfang, also ich möchte jetzt sagen mit Anfang, das war vielleicht so 2014, 15, da habe ich angefangen, auch öffentlich zu publizieren. Und als da diese Vorwürfe kamen, Anti-Amerikanismus, rechtsoffen und so weiter, habe ich noch mich gerechtfertigt. Ja, das stimmt doch gar nicht, weil. Und mittlerweile ist es mir scheißegal. Das ist eigentlich jedes Mal ein Highlight, wenn man so einen tollen Menschen kennenlernt, von dem man gerade erst das Buch gelesen hat. Und beim Lesen schon kommen einem so viele Fragen und die kann man dann schreiben, wenn man weiß, geil, nächste Woche treffe ich den Autor. Und das macht schon unglaublich Spaß. Also das finde ich ist eine unglaublich befriedigende, schöne Arbeit, weil sie auch nicht nur für mich befriedigend und schön ist, sondern weil auch so viele Menschen einen Mehrwert davon haben, die vielleicht das Buch nicht gesehen haben oder die vielleicht die gleichen Fragen haben und die bekommen sie dann beantwortet. Also ist eigentlich jeder Drehtag immer ein kleines Highlight. Ja, heute in Alsfeld, es war ein sogenannter Sonntagsspaziergang, die natürlich stattfinden, weil offizielle Demonstrationen sind nicht genehmigt werden. Corona ist immer noch ein Thema, aber dann jetzt auch hier die ganzen Energieprobleme, die wir haben hier. Also den kenne ich schon lange hier, bestimmt schon 10 Jahre, das ist schon sehr informativ und das war so die erste Zeit, wo ich kritisch geworden bin hier, war das schon sehr interessant. Leider erreicht mich heute die Nachricht, dass der YouTube-Kanal von Nuoviso TV mit 170.000 Abonnenten und schon seit 13 Jahren sozusagen online, dass der gesperrt wurde. Nuoviso, großer Kanal, 170.000 Abonnenten, wurde gestern einfach gelöscht. Gerade aufgestanden, da lese ich diese schockierende Mitteilung von Frank Höfer, dass Nuoviso abgeschaltet wurde. Ich habe gerade gehört, dass der YouTube-Kanal von Nuoviso gesperrt wurde. Ja, wir haben gerade erfahren, dass Nuoviso abgeschaltet wurde aus dem YouTube-Kanal und das entspricht leider dem, was wir schon seit längerem auch erzählen. Weil mittlerweile ist es ja so, egal was du hinterfragst, wenn irgendwas leicht abweicht, dann bist du sofort schon in der falschen Ecke drin. Und einmal in dieser Ecke drin kommst du da auch nicht mehr raus. Du bist raus aus dem System und das wird also ohne Rücksicht auf Verluste auch umgesetzt.
Nuoviso gelöscht, 170.000 Abonnenten vor den Kopf gestoßen und die Nuoviso-Mitarbeiter, von denen viele Väter sind, müssen jetzt wirtschaftlich ums Überleben kämpfen. Gelöscht, ohne konkrete Gründe zu nennen, ohne Vorwarnung. Aber ausgerechnet kurz nachdem ein Vortrag von meinem Bruder vor den Vereinten Nationen hochgeladen wurde über Deutschlands Mitverantwortung am Jemenkrieg. Ich bin ja wie aus allen Wolken gefallen, als ich in Russland in den Hotels war dann auch und dann diese krassen Medien hatte, die so anti-russisch und anti-putinesk durch die Gegend geschimpft haben. Und dann habe ich ja viel mit anderen Künstlern zusammen Begegnungen gehabt, weil ich auf Festivals gespielt habe. Habe ich gefragt, sag mal, was machen denn diese Medien bei euch? Die zerreißen hier den Putin. Macht der nichts dagegen? Und dann kommt dann diese lapidare Antwort, die ich mir in Deutschland auch erhofft hätte. Ja, wir haben doch freie Medien. Das war damals noch ziemlich neu, dass man Kanäle einfach komplett wegzensiert, die seit vielen Jahren den Menschen bekannt waren. Und das hat für einen Aufschrei gesorgt. Innerhalb weniger Stunden, noch am Tag der Sperrung, hat uns eine Flutwelle von Solidaritätsvideos vieler bekannter alternativer Medienmacher und Publizisten erreicht, was uns wirklich die Tränen in die Augen gerührt hat. Und ich weiß nicht, woran es am Ende lag, ob jetzt an diesem Video oder an dem Aufschrei oder ob YouTube tatsächlich zu der Erkenntnis gekommen ist, einen Fehler gemacht zu haben. 5 Tage später war dieser Kanal wieder da. Geh mal wieder hoch, da war eine Gartenpizza. Pizzagarten, ja. Garten, die soll's sein. Ich ja gerade an der. Geil, danke. Jan, der Kameramann, den die wenigsten von euch sehen, und ich sehe ihn immer wieder, ja, auch was ganz Besonderes. Ich sag mal, er ist ein Lichtarbeiter, weil er arbeitet mit Licht. Das ist immer so faszinierend, wie er das, auch wie du das hier machst, einen in Szene setzt. Scheinwerfer hier, dort ein bisschen Deko, dieser Blick aufs Detail. Ja, er ist irgendwie das Horusauge von Nuoviso, so den Fokus. Ja. Lässt du mich bitte nach vorfahren? Ich bin in der falschen Spur. Gib doch mal Gas. Ich warte noch auf grün, ja? Geht nicht voran, ne? Scheiß Stau. Oh. Ihr habt schönes Wetter. Wetter? Stimmt. Der Jan zum Beispiel, mit dem arbeite ich sehr viel und sehr gerne. Der ist unglaublich kreativ, man weiß das gar nicht. Der ist auch Schauspieler, der singt fantastisch. Also ein ganz großes Potenzial hat er in sich.
kommt nach Dresden und lauft hier mit und zeigt, was ihr alle könnt. Hat mich die ganzen letzten 2 Jahre durch die Pandemie getragen. Hier habe ich immer auf Arbeit gehört und ich bin da sehr, sehr dankbar allen. Frank Stoner, der aus Chemnitz kommt, wo wir auch her sind. Chemnitz ruht! Aber ja, die sind alle super. Frank, nur die Kameras sind gerade verreckt, abgestürzt. Ja, so die Ansicht drum gemacht. Ich telefoniere gerade. Super. Also, es ist echt schwierig, alle unter einen Hut zu bringen. Es ist ein Tag vorm Dreh eher schlecht. Das ist ja, macht ja dann schon mal 60% aller Interviews aus. Wenn wir die jetzt absagen, haben wir dann morgen nur 2. Jede Firma braucht irgendwie jemanden, der die Bürokratie bewältigt, der sich um die Finanzen kümmert, um die Buchhaltung, um die Technik. Und es hat sich dann halt im Laufe der Zeit professionalisiert. Und es sind dann eben Mitarbeiter, vor allem erstmal für die Arbeiten hinter den Kulissen dazugekommen. Und dann später natürlich auch Moderatoren und Gesichter, die man heute kennt. Ja, Aaron, Charles, Thomas Röper und in jüngster Zeit eben dann tatsächlich noch ganz viele Gesichter, die eben eine namhafte Katrin Huss oder ein ebenfalls namhafter Alexander Kühn oder mein geschätzter Kollege Frank Stoner ist dann, glaube ich, 2016 dazugestoßen. Also ich habe ja Nuoviso schon gesehen, bevor ich hier selber gearbeitet habe, war ich ja auch erstmal Zuschauer. Und, die frühen großen Filmprojekte vom Frank über 9/11 und auch der Crappie-Film und sowas, beeindruckende Dokus. Und ja, hat sich ja viel gewandelt auch. Es ist viel Grenzwissenschaften, viel. Heute ist auch ein bisschen mehr Politik, auch seit der Corona-Zeit, auch durch das Homeoffice-Format, da ist ja mehr ein Fokus darauf. Ja, eine großartige Entwicklung. Ich hatte vorher schon bei Radio Emergency Talkradio gemacht und dort auch eben den ganzen Hot Stuff, also heiße Themen angesprochen. Und das hat aber lange Zeit nicht so eine große Öffentlichkeit gehabt, das lief unterm Radar. Und dann irgendwann ist das aber bekannter geworden, dank der Unterstützung vom Micha vom Kulturstudio. Wir haben uns irgendwann kennengelernt und der hat dann gesagt, hey, das, was ihr da im Radio macht, das ist eigentlich viel mehr raus, weil das ist richtig gut. Das war auch richtig gut. Bringt doch mal den Stoner dort rein, weil der kann vielleicht ein paar Themen besprechen, was sonst keiner macht. Also so eine gewisse Lücke oder Nische und so ist es gekommen. Und erfreulicherweise hat Frank und Nuoviso, die haben auch mir gleich so einen Vertrauensvorschuss gegeben, weil die haben dann gleich dieses Studio eingerichtet und gesagt, okay, wir machen ein extra Studio für dich. Also es wird jetzt auch für anderes genutzt, weil vom Design her, damit das immer dasselbe ist, so was sich wieder erinnert. Und hatten da eben das Vertrauen in mich, haben das hier umgebaut und ja, seitdem bin ich hier am Start. Nee, eigentlich nicht. Also tatsächlich ist es, bei mir ist es nicht so, dass es jetzt irgendwie ein Ereignis gab, wie ich dann aufgewacht bin oder sowas, sondern im Grunde genommen, seit ich erwachsener Mensch bin, also in der Zeit, wo man so vom Kind zum Erwachsenen wird, da sind mir schon die ersten Fragen gekommen. Also schon als Jugendlicher, habe dann auch schon in sehr jungen Jahren wirklich Lektüre zu mir genommen, Bücher gelesen, die sonst keiner so von meinen Freunden gelesen hat. Manche Dinge, die mir auch viel zu schwer waren, aber ich habe es halt trotzdem gelesen, aber naiv rangehen. Ne? Also alle möglichen Arten von esoterischer Literatur und auch Geheimgeschichte und so weiter. Also tatsächlich, die Fragen
haben sich mir schon ganz früh gestellt. Dann gab es dann schon noch mal im Laufe der 90er Jahre, ich habe ja zunächst studiert, da gab es dann schon so noch ein paar Events, die das dann forciert haben, wo mir echt klar geworden ist, okay, den Weg, der mir eigentlich hier vorgegeben ist, den mir die Hochschule bietet und so weiter, so diesen akademischen Weg, auf Dauer werde ich den nicht gehen. Ich war dann schon in den 90ern viel auf Reisen. Und mit jeder Reise habe ich mich auch dann irgendwie mental emanzipiert von dem Weltbild aus meiner Universität. Und jedes Mal, ich da wieder hingekommen bin, war ich ein Stück weit, bin ich da schon mehr rausgekommen. Ne? Und ja, irgendwann, das war dann tatsächlich, war es dann der Jugoslawienkrieg 1998, der dann endgültig so meine Uni-Karriere beendet hat, weil das war mir dann zu viel einfach. Ja, klar, es gibt immer auch so Phasen im Leben, wo du dich mal schwach fühlst. Dann denkst du, hey, warum muss das bei mir so kompliziert sein? Warum kann ich nicht einfach ein Handwerk haben und irgendwie meinen Job machen und um 5 Uhr ist Feierabend und gut? Ja, das ist aber, glaube ich, bei allen Menschen so. Letztens ist ja das unsere Herausforderung, dich so anzunehmen, wie du bist. Und halt das zu machen, was du willst. Und manchmal wäre man gern anders oder ich wäre gern der oder der. Aber nee, jetzt, dass ich da wirklich ernsthafte Zweifel habe, das habe ich schon lange nicht mehr, vielleicht in ganz jungen Jahren. Ne? Ja. Ja, man sieht. Ja. Toll. Ich bin noch voll im Training. Jeder Schritt macht's. Ja. Sorry. Ich habe als junger Vater habe ich Punkt 8 vor der Glotze gehangen und habe die Tagesschau geguckt. Ich glaubte, wir sind ja in einem freien Land, also ist, wenn die Tagesschau das so sagt, dann muss das so stimmen. Nee, das habe ich jetzt lernen dürfen, dass das aktuelle Kamera nur in einem anderen Gewand war. Wir Wessis, ja, ich komme aus der Gegend von Hannover, wir Wessis wurden eingelullt, ja, in diesem Glauben einer freien Demokratie, alles nachprüfbar und so. Pustekuchen. Das hat jetzt die letzten 2,5 Jahre also deutlich gezeigt. Insofern, ja, Tagesschau, aber ich habe, wie gesagt, als 11-Jähriger begonnen, Weltspiegel zu gucken. Sonntags, da waren immer wirklich sehr 10-Minuten-Berichte über verschiedene Länder. Ne? Also die ganze Erde. Ich habe mich immer für andere Kulturen interessiert. Ich war 2 Jahre in Costa Rica, habe dort gelebt, aber gemerkt, das ist nicht meine Kultur. Ich musste zurück, weil mein Werkzeug ist die Sprache. Und ehe ich das wirklich bis in das Filigrane hinein, das hätte mich 10 Jahre oder 15 Jahre gerissen. Das war nicht, und die Kultur war nicht meine, absolut nicht meine. Dann kam ich zurück und habe mir dann so eine Art Vision Board gemacht, also einfach im Laptop eine Seite mit Fotos. Und eins dieser Fotos war ein Talkstudio. Da war die Überlegung, ich möchte gerne eines Tages meine eigene Sendung machen. Über Themen, die mich interessieren, und ich habe ein ziemlich weites Spektrum an Interessen, also von Spiritualität, Naturwissenschaft, also Politik, klar, Geopolitik. Ich bin, seitdem ich 11 bin, politisch denkend und im Biafra-Krieg groß geworden, Vietnamkrieg und so, das war meine Kindheit. Und ja, das habe ich da einfach und losgelassen.
Und dann hatte mich der Robert interviewt, hat irgendwie mitgekriegt, dass ich im Lande bin, weil ich einen Vortrag im Studio gehalten hatte. Und daran haben sie sich dann ein Jahr später erinnert. Und dann kam der Anruf von Steffen Höfer, ob ich mir vorstellen könnte, 2015 war das, ob ich mir vorstellen könnte, diesen Sender, der eigentlich nur Vorträge beinhaltet, Neue Horizonte, ob ich da ein Talkformat draus machen kann. Und da habe ich ja gesagt. Naja, also da gab es ein Ereignis, mein Bruder hat sich das Leben genommen, als ich 10 war. Und das hat mich rein katapultiert ins Jugendlichenalter. Und wir hatten 2 Dörfer weiter eine Jugendgruppe von einem Pastor. Und das war der einzige Mensch, von dem ich mich ernst genommen fühlte, als 11-Jähriger. Ja, haben wir eben über den Vietnamkrieg gesprochen, den Biafra-Krieg und all das. Und da bin ich mit so einem kleinen Fahrrad bei Wind und Wetter hin, weil ich mich von diesem Menschen als 11-Jähriger ernst genommen fühlte. Ja, das hat sich einfach entwickelt, weil ich gemerkt habe, also ich habe mich mit Quantenphysik beschäftigt. Nicht mit den Formeln, aber mit den philosophischen Fragen. Und das war für mich mein Vertrauen in das Leben und in die Verbundenheit alles Lebens ist durch die Quantenphysik gekommen. Und dann, sag mal, hat sich meine Spiritualität dadurch eigentlich erst entwickelt. Und die war einfach diametral entgegen dem, was da die lutherische Landeskirche Hannover oder so von mir verlangt hatte, dass ich predige. Und dann bin ich ausgestiegen. Ja, ich habe in einem Forschungsinstitut gearbeitet, was sich mit dem Nicht-Materiellen beschäftigt, also Wilhelm Reich, Tesla, Sheldrake. Und da war ich halt so eine Art Pressesprecher und habe so einen Rundbrief rausgebracht, habe mit der Presse, habe die Artikel geschrieben und solche Sachen. Das war dann schon da belichtet und habe dann, ich musste mein Gehalt selber irgendwie über Sponsoring reinholen. Das war too much. Habe ich mich arbeitslos gemeldet und 2 Monate später saß ich auf der anderen Seite und war da für junge Leute bis 25 und konnte so mir Zeit nehmen, wirklich mal in die Tiefe zu gehen, was die Menschen daran hindert, in ihre Kraft zu kommen, und habe darüber ein Buch geschrieben. Ja, wenn wir wüssten. Zumindest als Option, ja, weil, weißt du, wenn du wie ich durch viele, viele Krisen gegangen bist und dann immer wieder erfährst, dass das Leben für einen sorgt und dass ich aus einer Krise wirklich gestärkt hervorging, es sich neue Türen geöffnet haben. Altes geht kaputt, ja, aber im Chinesischen ist halt dieses Wei Ji, 2 Schriftzeichen, das erste Gefahr, Achtung, Vorsicht, ne, wie so ein Warndreieck, aber da bleiben die meisten bei stehen hier. Absolut dicht. Wir werden dicht gemacht, ja. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, ich bin nicht ganz dicht und es gibt Menschen, die noch weniger dicht sind als ich. Wer ist auch nicht ganz dicht? Ja, und das ist heutzutage, dass wir das wieder lernen, ja, nicht ganz dicht zu sein und so, ja. Ich habe mal an anderer Stelle gesagt, Nuoviso ist für mich, also dieses Team von Nuoviso, ist sozusagen wie so ein Substrat von Leipzig, von Menschen, die unglaublich viel Potenzial haben, nicht unbedingt alles bisher entfaltet haben, aber so wie so eine Essenz.
Stein moderiert und bei der Podiumsdiskussion ist dann der Frank Storner mit dabei, du, der Kai-Helge Wirth. Genau. Ich denke mal, wir bauen ab früh um 8 dann auf. Wir machen ja dann noch eine Ruderbootaufzeichnung. Also für alternative und unabhängige Medien habe ich mich schon immer interessiert. Das hatte mit dieser Zeit in den Medien, die ich dann selber da verbracht habe, nicht so viel zu tun. Zum Glück bin ich in die Medien erst gekommen, da war ich schon relativ alt in Anführungszeichen, weil wenn man dann so mit 34, 35, dann ist man schon ein bisschen gefestigt, man hat schon ein bisschen Plan vom Leben. Bei Menschen, die mit 14, 16 in die Medien kommen und dann da irgendwelche Shows haben oder das tut mir dann schon oft leid, was ich da sehe, weil die werden da auch sehr geformt, die werden sehr verändert, die können gar keinen eigenen Charakter aufbauen. Und ich hatte Glück, ich konnte diese ganzen Dinge, die ich da getrieben habe, wirklich sehr bewusst tun und wusste auch, was ich tat. Und ich muss sagen, es ist in Deutschland relativ leicht, mit ein bisschen Provokation dann die Leute zu einer Reaktion zu bringen. Es war mir nicht bewusst, dass es so leicht ist. Und da habe ich ziemlich viel gelernt in der Zeit über die Masse im Sinne von, wie die Menschen reagieren. Also 20% haben gemerkt, hey, der zieht da eine lustige Show ab, der hat da seinen Spaß, aber 80% haben wirklich das für bare Münze genommen, was ich da getan habe. Und ich dachte mir so, merkt das keiner, dass ich hier einfach nur eine Rolle spiele? Und das war ja dann auch gewollt von den entsprechenden Sendern, dass sie sozusagen eine Person haben, an der sich die Leute reiben können. Ich habe mit Robert Stein angefangen, mit seinen ganzen Sendungen, die er da geführt hat, mit allen möglichen Leuten aus allen Bereichen. Das war ziemlich neu, auf dem guten, hohen Niveau und interessante Gesprächsgäste und dann das Ganze eine Stunde lang. Und man ist danach immer ein bisschen schlauer gewesen, ne? Aber das große Aber, es haben sich auch mehr Fragezeichen wieder aufgetan und das hat irgendwie so den Forschergeist, den Drang in mir noch mehr befeuert, um den Dingen doch noch mehr nachzugehen und zu hinterfragen. Und man kann schon sagen, dass Robert Stein schon eine wichtige Person ist in meiner Biografie, was den Bereich Journalismus angeht, Nachfragen und so weiter. Und so bin ich auf Nuviso aufmerksam geworden und dann wirklich aktiv bei Nuviso mitzumachen. Das war dann auch so eine Situation. Abends lagen wir da im Bett, haben wahrscheinlich da Nuviso geschaut und dann kamen wieder irgendwelche Themen auf, die dann so politisch, gesellschaftlich gerade so passiert sind. Und dann habe ich mir gedacht, Mist, also ich kann hier nicht so passiv rumliegen und nichts tun, sondern ich muss aktiv werden. Und das würde ich auch jedem empfehlen, dass er sich überlegt, wie kann ich selber aktiv werden, was kann ich tun? Bin ich gut in der Moderation? Bin ich gut in Netzwerken? Kann ich Leute zusammenbringen? Kann ich Sachen organisieren? Und bei mir war klar, dass ich kann vor der Kamera mithelfen. Und deswegen habe ich mir dann auch meine Passion sozusagen, auch die Medizin, die Gesundheit, habe ich dann alles zusammengeführt, habe mit Frank geredet und ich glaube, also wirklich vom Umsetzen her war es ein Augenschlag und das saß das Ganze. Das Ganze war dann in trockenen Tüchern. Vor ungefähr 2 Jahren habe ich Frank eine E-Mail geschrieben mit einem Anhang. Das war ein kleiner Comic, den ich über die Corona-Zeit gemacht hatte.
Weil es nervte mich, egal was ich angemacht habe, den Fernseher, das Radio, Corona war das Thema, was alles beherrschte. Das habe ich dann verarbeitet in einem kleinen Comic, habe es an Frank geschickt. Ja, und dann kam einen Tag später gleich seine Antwort. Ich bin offene Türen bei ihm eingerannt und ja, daraus hat sich dann eine Partnerschaft entwickelt, die jetzt seit 2 Jahren anhält. Und mittlerweile haben wir das 10. Comic-Heft herausgebracht. Ja, für mich war die Corona-Krise auch eine große Chance. Ich habe einen Neuanfang gewagt, bin einfach ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe fast 20 Jahre bei einer Zeitung gearbeitet, als Grafiker. Das hatte aber mit Comic-Zeichnen in dem Sinne gar nichts zu tun. Es war einfach Anzeigenbau und Zeitungssatz. Und ja, dann, wie gesagt, kam Corona und ich war dann in Kurzarbeit, musste mir überlegen, wie es weitergeht. Und dann habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht. Und jetzt bin ich Freelancer, bin selbstständiger Comiczeichner und Illustrator und habe jetzt verschiedene Auftraggeber, Verlage. Ja, und das hat alles geklappt. Ein richtigen Griff ins andere. Und jetzt kann ich von der Zeichnerei leben. Ja, es ist einfach jetzt viel freieres Arbeiten. Ich habe zwar auch Vorgaben durch die Texte, die mir geliefert werden, aber habe dann immer noch so viel Freiheit, dass ich dann daraus eben meine eigenen Bilder, meine eigenen Welten erschaffen kann. Und wenn man sonst so in einem Verlag arbeitet, dann hat man genaue Vorgaben. Da hast du dann alle 14 Tage ein Produkt, das auf den Markt gebracht wird. Und das ist eigentlich immer das gleiche Produkt mit einem anderen Datum vorne drauf. Da, wo Journalismus den Mund hält, beginnen alternative Medien den Mund aufzumachen. Und es ist ja nicht so, dass es um richtig oder falsch geht, sondern dass man die verschiedenen Perspektiven einer Sache zeigt. Das, was andere erzählen, was wir da hören, ist nur eine Meinung und auch keine Tatsache. Und das ist eigentlich die Aufgabe überhaupt des Journalismus, diese verschiedenen Wahrnehmungen zu porträtieren. Und da sind wir uns ja einig, das findet zurzeit wahrscheinlich viel zu wenig in den Qualitätsmedien statt. Und dort, wo alle das einfach so hinnehmen, sei es zum Eisen der Pharaonen oder auch zu unserem jetzigen Thema, die Himmelsscheiben, einfach da, wo alle sagen, ach, das kennen wir doch, das ist so. Nee, es ist eben nicht so. Erst der zweite Blick auf eine Sache bringt den ganzen Durchblick. Und da fühle ich mich mit Frank mehr zu Hause. Ja, also ich sag mal, bei mir ging es ziemlich früh los. Im 5., 6. Lebensjahr im Kindergarten kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, wo man so die ersten Gedanken gehabt hat. Aber auch schon als Schüler hat mich das Thema bewegt. Also schon als Schüler erst der Schilfboote gebaut, habe Interviewsituationen geprobt, so als hätte ich Franks DNA schon vorher gespürt, solche Dinge zu machen. Weißt, man muss das auch lernen. Also das ist nicht so einfach, weil gerade gute Dokus machen ist eine Wissenschaft, eine Kunstwissenschaft für sich. Und da geht es ja nicht nur auch um Frank, sondern auch die Leute, die er um sich geschaut hat. Das macht Spaß, das ist Kompetenz und vor allem eben auch der Wille, eine neue Geschichte anders zu erzählen. Das ist, was ich so als Attribute mit Abora und Nuovo Viso verbinde. Also wenn es um die Ur- und Frühgeschichte von Nuovo Viso geht, hat die vor 15 Jahren angefangen. Denn eigentlich begleitet uns der Frank schon seit Beginn, seitdem ich gefühlt das Abora-Projekt mache.
Denn er hat schon als Schüler noch bei meiner Lebensgefährtin Cornelia Lorenz die ersten Abora-Filme mit uns gedreht. Und insofern sind wir immer wie so eine DNA um uns herum geflogen. Da bin ich 2-3 Jahre mit dem ZDF-Film gewesen, dann wieder mit dem Frank, dann wieder mit anderen Fernsehsendern. Und unsere große Reunion, unsere Zusammenkunft ist eigentlich mit dem Cheops-Projekt 2012, 2013, wo wir im Zuge von Eisen der Pharaonen eigentlich die Welt einmal auf den Kopf gestellt und nach Heinrich Schliemann vermutlich leider, muss ich sagen, den größten Archäologenskandal der Neuzeit ausgelöst haben. Also insofern bewegte 15, wahrscheinlich 20 Jahre Projektgeschichte mit Abora und Nuoviso. Ich wünsche mir für die nächsten 15 Jahre Nuoviso noch viel mehr Wahrnehmung, sowohl für meine Projekte, aber auch die unserer Kollegen. Und ich wünschte mir viel, viel mehr, dass die Leute nicht so gleich urteilen, weil ich kriege ganz viele negative Anfragen. Was, du machst bei Nuoviso den Nazi-Sender oder den Kommunistensender? Also jeder hat da seine eigene Perspektive, um Nuoviso schlecht zu machen. Und ich wünschte mir, die breite Masse würde mehr würdigen, was hier die ganzen Leute zusammen tun, um der Welt ein bisschen mehr alternatives Wissen zu geben. Heute treibt mich hierher mal die Homies hautnah zu erleben, denn Nuoviso hat mich doch begleitet über die letzten über 10 Jahre. Das ist wirklich, ja, es gehört dazu, man will es nicht mehr missen. Diese Aufrichtigkeit, also dass sie halt auch mal streiten und dann ist wieder gut, eben sie sind nicht irgendwo hängen geblieben im Sinne von, ja, jetzt sind wir da die Anhängern oder dies oder das, sondern immer sehr auf dem Boden. Ja, das ist einmal das Interesse an der Geschichte und vor allem, weil ich es im Juni schon kennengelernt habe, die Leute, die hier sind. In der Corona-Zeit ein bisschen wie Familie. Ja, und auch vor allem die Community kennenzulernen.